Guten Tag an alle, ich bin Peter. Herzlich willkommen bei Wow Spoken German. Adele, ich muss dir heute etwas erzählen, das mir gestern passiert ist. Ich war im Supermarkt und der Kassierer hat etwas zu mir gesagt. Ich habe ihn zweimal gebeten, es zu wiederholen, und beim dritten Mal habe ich immer noch nicht verstanden, was er meinte. Es war wirklich eine peinliche Situation. Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Oh, Peter, das kenne ich doch so gut. Das ist das Schlimmste, oder? Man steht einfach da, nickt höflich und hofft, dass das die richtige Reaktion war. Und am Ende hat man keine Ahnung, was gerade passiert ist. Genau das habe ich gemacht. Ich habe einfach gelacht und ja, natürlich gesagt. Später habe ich dann gemerkt, dass der Kassierer mich gefragt hatte, ob ich eine Kundenkarte haben möchte. Ich hatte einfach Nein, danke gesagt, ohne es zu wissen. Liebe Zuhörer, habt ihr das auch schon erlebt? Schreibt es uns in die Kommentare. Das ist wirklich eine lustige Geschichte, Peter. Aber ich glaube, sehr viele unserer Zuhörer kennen dieses Gefühl sehr gut. Man lernt Deutsch, man übt fleißig jeden Tag und dann kommt der echte Alltag und alles fühlt sich plötzlich ganz anders an als im Unterricht. Wie war das bei dir, als du zum ersten Mal wirklich Deutsch gesprochen hast? Oh, das war eine ganz besondere Erfahrung. Ich erinnere mich noch sehr genau daran. Ich hatte ungefähr ein Jahr lang Deutsch gelernt. Ich kannte viele Wörter. Ich konnte einfache Sätze sagen. Ich dachte, ich bin gut vorbereitet. Dann bin ich das erste Mal nach Wien gefahren. Im Hotel wollte ich höflich fragen, wo das Frühstück ist. Ich habe gesagt, wo ist das Frühstück bitte? Der Mann an der Rezeption hat mir auf Wienerisch geantwortet und ich habe einfach Dankeschön gesagt und bin in die vollkommen falsche Richtung gelaufen. Oh nein, Peter! Das ist eine so typische Situation. Ich stelle mir das gerade vor und muss lachen. Und was hast du dann gemacht? Hast du den Mann noch einmal gefragt? Nein, ich war zu schüchtern, um noch einmal zu fragen. Ich bin einfach durch das ganze Hotel gelaufen, bis ich den wunderbaren Geruch von frischem Kaffee und frischem Brot gefunden habe. Und so habe ich das Frühstückszimmer gefunden. Adele, was machst du, wenn du jemanden wirklich nicht verstehst? Hast du besondere Tipps für unsere Zuhörer? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, der erste und wichtigste Tipp ist ganz einfach: keine Angst haben. Es ist absolut normal, wenn man etwas nicht versteht. Jeder, der eine neue Sprache lernt, hat dieses Problem. Jeden einzelnen Tag. Auch Muttersprachler verstehen manchmal andere Muttersprachler nicht, zum Beispiel bei sehr starken regionalen Dialekten oder wenn jemand extrem schnell spricht. Das stimmt so sehr. Ich habe einmal einen guten Freund aus Bayern besucht. Wir beide sind Deutsch-Muttersprachler, aber sein Dialekt war so stark, dass ich manchmal wirklich nur die Hälfte verstanden habe. Dialekte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine eigene Welt. Liebe Zuhörer, wusstet ihr, dass es in Deutschland über 30 verschiedene Dialekte gibt? Ja, das ist wirklich faszinierend. Und liebe Zuhörer, wenn ihr das nächste Mal in Deutschland, Österreich oder der Schweiz seid und jemanden nicht versteht, dann sagt einfach diese wichtigen Sätze: Entschuldigung, können Sie das bitte wiederholen? Oder können Sie bitte langsamer sprechen? Oder auch: Ich verstehe das leider nicht ganz. Das ist absolut kein Problem. Die meisten Menschen helfen sehr gerne und sehr geduldig. Das sind wirklich so hilfreiche Sätze. Liebe Zuhörer, nehmt euch kurz einen Moment und wiederholt diese Sätze laut. Können Sie bitte langsamer sprechen? Habt ihr es gesagt? Wunderbar. Adele, ich habe jetzt eine tiefere Frage an dich. Was ist deiner Meinung nach der häufigste Grund, warum man jemanden nicht versteht? Ist es die Geschwindigkeit, unbekannte Wörter oder ist es etwas anderes? Ich denke wirklich, es sind mehrere Dinge, die zusammenkommen. Erstens ist es sehr oft die Geschwindigkeit. Wenn jemand sehr schnell spricht, hat man keine Zeit, die Wörter einzeln zu erkennen und zu verarbeiten. Die Wörter laufen einfach ineinander. Zweitens sind es unbekannte Wörter oder Fachbegriffe. Wenn man ein wichtiges Wort in einem Satz nicht kennt, verliert man oft den ganzen Sinn des Satzes. Und drittens, und das ist sehr wichtig, sind es Umgangssprache und Redewendungen. Diese lernt man meistens nicht im Unterricht, aber man hört sie überall im echten Alltag. Das mit den Redewendungen ist wirklich so wahr.
Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich zum ersten Mal den Satz gehört habe, das ist mir Wurst. Ich war in einem Restaurant und ein Freund hat das zu mir gesagt. Ich dachte wirklich, er spricht über Essen. Ich hatte absolut keine Ahnung, dass diese Redewendung bedeutet, dass ihm etwas egal ist. Liebe Zuhörer, kennt ihr diese Redewendung? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir wollen wissen, ob ihr solche lustigen Missverständnisse auch schon erlebt habt. Ja, genau diese lustigen Momente. Oder was ist mit der Redewendung „Ich drücke dir die Daumen"? Das klingt beim ersten Hören sehr seltsam und fast ein bisschen beängstigend, aber es bedeutet einfach nur „Ich wünsche dir viel Glück". Diese bildlichen Ausdrücke machen die deutsche Sprache sehr lebendig, sehr kreativ und wirklich interessant, aber am Anfang können sie wirklich sehr verwirrend sein. Sehr verwirrend. Adele, lass uns jetzt über eine ganz konkrete und wichtige Situation sprechen. Stell dir vor, du bist neu in Deutschland und du musst zum Arzt gehen. Der Arzt spricht sehr schnell und benutzt viele schwierige medizinische Fachbegriffe. Das ist eine stressige Situation. Was machst du in diesem Moment? Das ist wirklich eine sehr wichtige Situation, Peter, denn beim Arzt ist es absolut entscheidend, alles zu verstehen. In diesem Fall würde ich sofort sagen: Entschuldigung, Herr Doktor, ich lerne noch Deutsch. Können Sie das bitte einfacher erklären? Die allermeisten Ärzte sind sehr verständnisvoll. Man kann sich auch einen Freund mitbringen, der besser Deutsch spricht. Und man kann immer fragen: Können Sie das bitte aufschreiben? Das ist sehr nützlich, denn dann kann man es zu Hause noch einmal nachlesen oder übersetzen. Das ist ein sehr praktischer und wichtiger Rat. Und, liebe Zuhörer, habt ihr schon einmal eine wirklich schwierige oder lustige Situation auf Deutsch erlebt, wo ihr einfach nicht verstanden habt, was jemand gesagt hat? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare. Wir lesen wirklich alle Nachrichten und freuen uns jedes Mal sehr darüber. Ja, wir lieben eure Kommentare so sehr. Und Peter, ich möchte gerne noch etwas Wichtiges sagen. Ich finde es sehr entscheidend, dass alle Deutschlernenden wissen und wirklich verstehen, es ist überhaupt keine Schwäche, wenn man etwas nicht versteht. Im Gegenteil, es zeigt, dass man mutig ist. Man hat eine schwierige neue Sprache gewählt und man kämpft jeden Tag dafür. Das ist wirklich bewundernswert. Das sehe ich 100%ig genauso. Adele, kannst du uns noch einige praktische Sätze nennen, die man sagen kann, wenn man etwas nicht versteht? Sätze, die höflich und natürlich klingen und die man wirklich im deutschen Alltag benutzen kann. Natürlich. Ich freue mich, diese Sätze mit euch zu teilen. Der klassische Satz ist: Entschuldigung, ich habe das leider nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? Den sollte jeder Deutschlernende kennen. Dann gibt es den sehr kurzen Ausdruck: Wie bitte? Einfach diese 2 Wörter und die Person wiederholt meistens, was sie gesagt hat und: Können Sie das bitte erklären? Das ist perfekt, wenn man ein Wort gehört hat, aber nicht weiß, was es bedeutet. Sehr gut. Und was ist mit dem Satz, ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen? Oder das habe ich leider nicht mitbekommen? Diese Sätze klingen auch sehr natürlich. Ja, genau diese Sätze. Ich verstehe nicht ganz ist wirklich wunderbar, weil es höflich klingt und zeigt, dass man einen Teil verstanden hat, aber nicht alles. Und das habe ich nicht mitbekommen klingt sehr natürlich und modern. Liebe Zuhörer, schreibt diese Sätze auf und übt sie täglich. Wenn ihr sie wirklich braucht, kommen sie wie automatisch. Adele, ich habe noch eine philosophische Frage, wenn man so sagen kann. Ist es besser, so zu tun, als ob man verstanden hat und weiterzumachen? Oder soll man immer und in jeder Situation nachfragen? Ich frage das, weil ich weiß, dass viele Menschen sich schämen, nachzufragen, weil sie nicht unwissend wirken wollen. Oh, das ist eine wirklich interessante und wichtige Frage. Meine Meinung ist, dass es sehr auf die Situation ankommt. In einem lockeren Gespräch, zum Beispiel bei netten Smalltalk auf einer Party oder im Park, ist es manchmal völlig in Ordnung zu lächeln und einfach weiterzumachen. Aber in wirklich wichtigen Situationen, zum Beispiel bei der Arbeit, bei Behörden, beim Arzt oder bei rechtlichen Fragen, sollte man immer nachfragen. Es ist so viel besser, einmal kurz nachzufragen, als später große Probleme zu haben, weil man etwas falsch verstanden hat. Das ist wirklich ein sehr weiser Rat. Und ich möchte noch etwas Wichtiges hinzufügen.
Jedes einzelne Mal, wenn man nachfragt, lernt man etwas Neues. Jede Frage ist eine Lernmöglichkeit. Wenn man immer nur so tut, als ob man alles verstanden hat, verpasst man so viele wertvolle Chancen zu lernen. Also, liebe Zuhörer, habt keine Angst zu fragen. Das ist wirklich der beste und schnellste Weg, eine Sprache zu lernen. Absolut und 100%ig richtig. Und ich möchte noch betonen, die meisten deutschen Muttersprachler sind wirklich sehr geduldig mit Menschen, die Deutsch lernen. Die allermeisten freuen sich, wenn jemand versucht, Deutsch zu sprechen. Das ist für viele etwas Respektables. Also seid mutig. Sprecht Deutsch, auch wenn ihr Fehler macht. Fehler zeigen, dass ihr wirklich kommuniziert. Adele, bevor wir zum Ende kommen, möchte ich gerne eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe einen Freund, der heißt Marco. Er hatte ein Jahr lang sehr fleißig Deutsch gelernt und war dann zum ersten Mal in Berlin. Er war aufgeregt und nervös. Er wollte in einem kleinen Café eine einfache Tasse Kaffee bestellen. Er hat sehr klar und höflich gesagt, »Ich möchte einen Kaffee, bitte.« Der Kellner hat dann gefragt, »Mit Milch oder ohne?« Marco hatte das Wort Milch noch nicht gelernt. Er wusste wirklich nicht, was es bedeutet, also hat er einfach mit einem Lächeln gesagt, »Ja, bitte.« Der Kellner hat ihn etwas verwirrt angeschaut, aber am Ende hat er Marco einen Kaffee mit Milch gebracht. Marco hat gedacht, gut, dann trinke ich heute eben Kaffee mit Milch. Und er hat das Wort Milch nie wieder vergessen. Das ist wirklich eine wunderbare Geschichte. Und weißt du was, Peter? Das Tolle an dieser Geschichte ist, dass Marco am Ende das Wort Milch für immer gelernt hat. Das ist echtes Sprachlernen. Das ist Deutsch lernen im echten Leben. Manchmal macht man Fehler, manchmal versteht man etwas nicht ganz, aber man lernt immer etwas daraus. Genau das ist die wichtigste Botschaft für heute. Habt keine Angst vor dem Nichtverstehen. Es gehört zum Sprachenlernen dazu, genauso wie das Üben und das Sprechen. Es ist ein völlig normaler und sogar sehr wichtiger Teil des Prozesses. Jeder Moment, in dem ihr etwas nicht versteht und dann nachfragt oder nachschlagt, bringt euch näher an euer Ziel, fließend Deutsch zu sprechen. Wunderbar gesagt, Peter. Und jetzt haben wir eine ganz persönliche Frage an euch, liebe Zuhörer. Was war eure lustigste, merkwürdigste oder interessanteste Situation, wo ihr auf Deutsch etwas nicht verstanden habt? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir lesen wirklich alles und wir antworten so oft wie möglich. Eure persönlichen Erfahrungen und Geschichten inspirieren uns und helfen auch vielen anderen Deutschlernenden in unserer Community. Ja, bitte teilt eure Geschichten mit uns. Die Community von Wow Spoken German ist wirklich etwas ganz Besonderes. So viele mutige Menschen aus der ganzen Welt, die gemeinsam Deutsch lernen. Das macht uns sehr stolz. Adele, hast du noch eine letzte Botschaft für heute? Ja, meine letzte und herzliche Botschaft für heute ist ganz einfach. Übt jeden Tag ein kleines bisschen Deutsch. Auch wenn es nur 5 oder 10 Minuten sind. Hört Deutsch, sprecht Deutsch, schreibt Deutsch. Und wenn ihr etwas nicht versteht, fragt nach. Seid neugierig. Jeder kleine Schritt, jeden Tag bringt euch weiter. Wir sind wirklich sehr stolz auf jeden einzelnen von euch, der hier ist und Deutsch lernt. Wunderschön gesagt, Adele. Und vergesst bitte nicht, dieses Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. So verpasst ihr keine neuen Episoden von Wow Spoken German. Wir kommen jede Woche mit neuen Themen, neuen Gesprächen und neuen Möglichkeiten, gemeinsam Deutsch zu üben und zu lernen. Genau. Und wenn ihr möchtet, dass wir über ein bestimmtes Thema sprechen oder eine bestimmte Situation üben, schreibt es uns in die Kommentare. Wir lieben es wirklich, Ideen und Wünsche von unserer wunderbaren Community zu bekommen. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Bleibt neugierig und lernt weiter. Auf Wiedersehen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Wow Spoken German.